und der Tag am Meer. Oder eher viele Tage und das nicht nur am Meer, sondern am Wasser überhaupt. Die kann man bestens in Brasiliens Süden verbringen. Egal ob nun salzig oder süß. Wasser ist das beherrschende Thema in dieser Region. Brasilien wird zwar bei den meisten vornehmlich Bilder von Amazonas und Dschungel hervorrufen, aber ja, auch das ist Brasilien. Und die südlichen Bundesstaaten Paraná, Santa Catarina und Rio Grande do Sul sind eine Reise wert, auch wenn sie in den meisten Reiseführern außen vor bleiben. Wer von Montevideo, dem momentanen Drehkreuz für Verschiffungen von und nach Europa, schlappe 300 Kilometer gen Norden fährt, ist schon mittendrin im sandigen Offroad-Paradies. Der Praia Concheros ist mit seinen 80 Kilometern nur der Beginn des längsten zusammenhängenden Strandabschnitts des Landes. Im Osten immer das Meer, im Westen kleinere und größere Lagunen, die diese einzigartige Landschaft vom Festland abtrennen. Tagelang kann man hier am Strand entlangfahren und das meist Mutterseelen allein. Nur in der Nähe der Ortschaften nutzen auch die Einheimischen ihr Naturparadies. Die Sanddünen der Lagoa Mangueira, höher, größer als alle Ergs der marokkanischen Sahara zusammen. Wer hätte das gedacht? Ein einziges Mal ist die Fähre gefordert. Hier in Rio Grande setzen wir einmal über, um im Anschluss ungehindert den Strandurlaub fortzusetzen. Das Fahren im Sand ist nicht immer ohne Gefahren, besonders tückisch Treibsand. Eine Wasserblase unterhalb der feinen Sandschicht, unsichtbar und fies. Wie Martin hier allein wieder herausgekommen ist, zeigen wir in einem eigenen Film. Und zum Thema Strandfahren solltet ihr euch unbedingt unsere Fahrschule im Video angucken. Wer mit dem Golf auch unbedingt ganz nah ans Meer will, dem wird eben kurzerhand geholfen. Ja, da kann man schon mal rätseln, wie das Schild nun gemeint ist. Man darf mit dem Fahrzeug schon an die Lagune ranfahren, aber eben nicht durchfahren. Das würde bei manchen der großen Wasserflächen hinter den Dünen tatsächlich gehen. Beim Paddeln merkt Martin dann schnell, wie flach es wirklich ist. Wenn nicht mal die Blätter des Paddels komplett eintauchen, könnte man hier auch einfach zu Fuß durchwandern. Im Hinterland nahe der Küste spielt das Thema Wasser weiterhin eine Rolle. Um dorthin zu gelangen, durchqueren wir letzte Reste des Küstenregenwaldes, der einst das gesamte Gebiet im Osten des Kontinents einnahm. Sehenswert der Caracol-Wasserfall. Aus 131 Metern Höhe stürzt hier der Fluss über die Basaltkante in die Tiefe.
Auf der Fahrt begegnen einem immer wieder Kiefernplantagen, deren Harz zur Herstellung von Farben und Kosmetik gewonnen wird. Das Tolle an Südbrasilien: die Distanzen sind im Vergleich zum Ausmaß des übrigen südlichen Kontinents angenehm kurz. Immer wieder ändert sich das Bild. Und plötzlich liegt er da, der Canyon Itaim-Besinho. 600 Meter senkrecht abstürzende Felswände. Spannend: an der Ober- und Unterkante des Canyons gibt es 2 unterschiedliche Vegetationszonen. Ob das die beiden zum spontanen Tänzchen inspiriert hat, bleibt aber unklar. Wer bis zum Sonnenaufgang hier bleibt, kann ein faszinierendes Schauspiel am Ende des Atlantikregenwaldes erleben, oberhalb der Wolken. Erschreckend nur: die Mata Atlantica, der Regenwald, ist trotz seines Titels als UNESCO-Biosphärenreservat auf dem Rückzug. Der Hunger nach Holz und landwirtschaftlichen Flächen ist leider immer noch nicht gestillt. Wer sich beeilt, kann dennoch diesen einmaligen Landstrich besuchen und weit ab vom Massentourismus seine ganz persönlichen Lieblingsplätze entdecken. Alle weiteren Infos findet ihr im Explorer 5 2022 und Touren zu nahen und entlegenen Spots haben wir in unseren weiteren Reisereportagen für euch zusammengetragen, hier in unserem Kanal.